gives his little speech on Mars Hill there at Douglas. Und gibt seine Rede auf dem Areopag. Okay, so here's my school standing on Mars Hill. Und hier steht meine Klasse, meine Schule auf diesem Hügel. Okay, you can see the Acropolis up here with all the temples. Da oben sieht man die Akropolis mit den ganzen Tempeln. And what our guide here is kind of pointing out and down below us. Und wo auch unser Fremdenführer hier gerade zeigt, is the Agora where they made all the idols. ist die Agora, wo all die Götzen verkauft werden. And he says, while Paul was standing in the Areopagus, he said, men of Athens, I perceive in every way, a very religious, I have passed along and observed the objects of your worship. And it goes on about the altar, and I'm telling you about this God, Lord of heaven and earth, who does not live in temples made by men. Genau, ihr versteht oder? So, Jetzt auf Deutsch nach. objects of worship, temples made by man, standing on the Areopagus. Objects of worship being made down below, and the houses of God being made by men above. So that's, you can kind of see where Paul's sermon, how he actually uses his surroundings on Mars Hill. Yep. Okay. All right. Go ahead and do this now. All right. So this stone we're looking at here, Und dieser Stein hier, it's kind of a big court area, yard area, off area, I guess you call it. ein großer Hof, And you know, just a meeting kind of place in the city of Corinth. ein großer Treffpunkt in Korinth. Okay, and there was a city treasurer by the treasurer named Erastus. Und da gab es einen Schatzmeister namens Erastus. And he was a friend of Paul's. Der war ein Kumpel von Paul. Okay, and when you kind of hire or elect a city treasurer, one of his jobs would do is to create new projects to improve the city. Und eine der Aufgaben ist, die Stadt zu verbessern vom Schatzmeister. And when the Romans built something nice, they always put some kind of inscription. It was built, commissioned by so and so, paid by so and so, in the honor of so and so. Und ja, jedes Mal, wenn wir was gebaut haben, dann kam irgendeine Einschrift, gebaut von dem und dem, zu dem und in dem und dem Jahr und zu dessen und dessen Ehren oder sowas. So it's kind of hard to see, but this was like Das ist ein bisschen schwer zu sehen, aber a courtyard area that this Erastus guy had commissioned and done. da gibt es diesen Hof, den der Erastus beauftragt hat. And it's kind of hard to see, and I can't even remember myself, but in here, there it says Erastus. This area, this project was commissioned and put into place by Erastus, the city treasurer. Also hier irgendwo steht mit dabei, dass das von der Stadt gebaut wurde, von Erastus. Now when Paul writes the letter to Rome, Also als Paulus den Brief an Römer schreibt, at the end he's got his formal salutations, all saying hi to the people and from all these people. Am Schluss hat er seine Grüße von all den Leuten an die anderen Leute. Okay. And he mentions Erastus, the city treasurer, and brother Quintus Greek. Erwähnt Erastus, der Stadtmeister und Bruder Quartus grüßen euch. Okay. So Paul is around or near Corinth, near Corinth when he writes the letters to the Romans. Und deswegen wissen wir, dass Paulus in oder in der Nähe von Korinth ist, als er Römer schreibt. In the storyline of the journeys, I'm actually jumping ahead really quick. Und in der Geschichtsverlauf der Reisen, wir springen ein bisschen jetzt vorwärts zeitlich. Because so far we've been on the second missionary journey. Wir waren bisher auf der zweiten Missionsreise. But Paul returns during his third missionary journey to Corinth. Aber in der dritten Missionsreise kommt Paulus wieder nach Korinth. And it's at that time, probably getting ready to leave and heading towards Jerusalem, that he writes a letter to the Romans. Und es ist zu der Zeit, als er bereit ist loszuziehen und nach Jerusalem geht, wo er den Brief an die Römer schreibt. So this is after his Ephesian ministry. Also nach seinem Ephesusdienst. And so one of Paul's strategies.
Und wieder eine der Strategien von Paul. Go to the major port, influential city, and spread the gospel from there into the region. Geh in die wichtigste Stadt und verbreite das Evangelium von dort aus. So he had started off in Antioch, Hat in Antiochien angefangen, and affected Galatia. hat Galatien erreicht. He ended up in Corinth and evangelized all of Achaia. Hat Achaia beeinflusst, dadurch, dass er in Korinth war. And then after Corinthians, which we'll get to soon, he goes to Ephesus. Und nach Korinth geht er nach Ephesus. And he's there for a year and a half or so. Und da ist er für 1,5 Jahre oder so. And what he learns from there, Asia is evangelized. Und von da aus wird dann Asien beeinflusst. And then from Ephesus, he heads over to Corinth for a visit. Und dann geht er nach Korinth für einen Besuch. And he looks around. Und er schaut sich um. He sees like Acts says, we've evangelized Jerusalem, Judea, and Samaria. Wir haben Jerusalem, Samarien und Judäa erreicht. We've evangelized what's the east part of Turkey and Syria. Wir haben eigentlich den Osten von Türkei und Syrien erreicht. We've evangelized the west side of modern day Turkey, Asia. Die westliche Seite aus der modernen Türkei. We've evangelized Macedonia. We've evangelized Achaia, which is the region around Corinth. Mazedonien und die Gegend um Korinth wurde erreicht. He's running out of places to evangelize. Und langsam gehen ihm die Orte zum Evangelisieren aus. So Paul starts looking westward. Also schaut er nach Westen. And he sets his eyes on Rome. Und er schaut nach Rom. And specifically in the letter to Romans, he's got his eyes set as far as Spain. Und im Brief an die Römer schaut er tatsächlich komplett bis Spanien rüber. Now Paul's writing a letter to the church in Rome. Jetzt schreibt er einen Brief an die Römer. So it's already been evangelized. Also wurde schon evangelisiert. So what we think is going on is Paul's writing them say, hey, you've probably heard of me, I've heard of you, I want to come for a short while to get to know you, etc. Es ist wahrscheinlich so ihr habt bestimmt schon von mir gehört, ich habe von euch gehört und ich würde gern bei euch vorbeikommen. Of course, Aquila and Priscilla are from Rome. Aquila und Priscilla kommen ja von dort. And at the end we see evidence that he would like Rome to be a ministry center and to send him out physically and financially. Und er würde gerne, dass Rom ein Dienstzentrum für ihn wird und dass sie ihn finanziell und geistlich unterstützen. Maybe help with ministry in Italy and then head out towards Spain. Dass sie ein bisschen helfen mit dem Dienst in Italien und dann, dass er weiter nach Spanien kommt. Okay. So Romans is actually sort of a, hey, you've heard of me, I'm Paul, I want to visit, please support me, and I will come visit you soon. Es ist so ein Ding von, hey, ihr habt von mir gehört, ich würde euch gerne besuchen, könnt ihr mir helfen und ich komme bald vorbei. And the evidence is in the letter says, basically I haven't seen you yet. Und im Brief heißt es, wisst ihr, ich habe euch noch nicht gesehen. Okay, so that's kind of the ultimate intent of Romans. Das ist der ultimative Sinn hinter Römer. But he does write into some of the issues the Roman church is facing. Aber er schreibt auch in die Themen, die die Römer beschäftigen. Swap this real quick. Taught this to a Korean bilingual PCC. Ich habe das einer PCC, einer koreanischen, unterrichtet, deswegen. If you can read Korean, go for it. Das war letztes Jahr praktisch, da hatten wir eine koreanische Schülerin auch mit dabei. Alright, did all that. Ja, davor gab es auch eine Koreanerin. Yeah, this is SBS stuff, so you don't. Also das ist SBS-Zeug, da braucht ihr jetzt nicht viel. You want all that. Alright, so you can see the ministry centers here. Ihr seht die Dienstzentren hier. Antioch, Ephesus, Corinth. Antiochien, Ephesus und Korinth. So he wants to go to Rome. Gehen wir nach Rom. Alright. So again, I told you about how the Jews had spread throughout the Roman Empire. Und ich habe euch erzählt, wie die Römer sich im römischen Reich verteilt haben. And there was a large Jewish population in Rome. Und es gibt eine große römische Bevölkerung in Rom.
They were expelled from Rome twice. Und die wurden aus Rom zweimal auch schon In rausgeschmissen. 19 AD by Tiberius. Jahr 19 von Tiberius. At that time, there was reported to be 50,000 Jews in the first century in Rome. Es wird erzählt, dass damals 50.000 Juden in Rom waren. So a very sizable Jewish population. Also ganz schön viele. There was actually a Jewish quarter. Und da gibt es tatsächlich einen jüdischen It's Stadtteil. outlined in the blue there. Im Block ist es da umrandet. Okay. Now, we saw that there's already believers in Rome. Wir haben gesehen, dass es schon Gläubige in Rom gibt. Most likely there's already believers in Rome because there were Roman Jews at Pentecost. Wahrscheinlich gibt es da Christen, weil römische Juden in Jerusalem waren. Alright, again, Aquila and Priscilla are kind of evidence of that. Aquila und Priscilla beweisen das so ein Stück weit. Okay. Now later on, the Jews get another expulsion from Rome. Und später werden die Juden nochmal rausgeschmissen. Right. Alright, so the original church is a very Jewish church. Und die erste Kirche, die Anfangskirche ist eine sehr jüdische Kirche. Same thing in Jerusalem. Auch in Jerusalem. Alright, and probably, mostly in Rome, at the first part, remained very Jewish. Und wahrscheinlich blieb es am Anfang sehr jüdisch. They probably didn't go interacting with the Gentiles, evangelizing the Gentiles very much. Wahrscheinlich haben die Heiden nicht viel evangelisiert. So in other words, there's no bacon going on in the church. Kein Speck in der Gemeinde. Okay? Now, in 49 AD, Claudius again expels the Jews. Und im Jahre 49 schmeißt der Claudius die Juden wieder raus. Again, Aquila and Priscilla are in Corinth because of this. Und deswegen sind ja Priscilla und ihr Mann auch in Korinth. Okay, so there's a they kick them out because there's this riots and a disturbance amongst the Jews about this Christus figure. Wegen den Aufständen unter den Juden, wegen diesem Christus. So what's left behind is the small Gentile church that would have been evangelized. Und was zurückbleibt, ist diese wahrscheinlich winzige Gemeinde, die evangelisiert wurde von Heiden. And if you're a Gentile and all the Jews leave and you're a Christian, Und wenn du jetzt ein Jude bist, ein Heide bist und all die Juden hauen ab, guess what? was meinst du, was passiert? Bacon's back on the plate, baby. Der Schinken kommt wieder auf den Tisch. Okay. And 54 AD, Und dann im Jahr 54, Claudius dies, Claudius stirbt, a new emperor comes into rule. ein neuer Kaiser kommt. He's not so worried about the Jews, Macht sich keinen großen Kopf um die Juden. and so the Jews come back, Und deswegen kommen die Juden zurück. including the Christian Jews. Auch die christlichen Juden. But they come back to find their church overrun with Gentiles. Und sie kommen zurück und sehen, dass ihre Gemeinde von Heiden überrannt wurde. So what do we do with the bacon? Also wie läuft das jetzt mit dem Schinken? Okay, now it's just a silly term I come up with to kind of point out the cultural differences. Ich fasse das jetzt kurz, um einfach nur die kulturellen Differenzen zu überspitzen. Okay, so you had the Jews left a very Jewish church. They followed the law. They did the Jewish prayers. They ate kosher, etc., etc. They leave. Ja, die Juden hatten eine sehr jüdische Kirche, die dem Gesetz gefolgt ist, und sie gehen weg. Und was ist da, wenn sie zurückkommen? And they come back to find a very Gentile-ruled church. Eine sehr heidnisch geprägte Gemeinde. A very un-Jewish church. Eine sehr nicht jüdische Gemeinde. Now they got some problems. Jetzt haben sie Probleme. Okay. In the cultural backgrounds, the Jews observe the law. They lean towards legalism. Their salvation again is probably linked to the law and their heritage through Abraham. Ihr Gedanken sind wahrscheinlich hängen noch sehr am Gesetz, haben wahrscheinlich noch sehr viel Recht, sind sehr legalistisch und gesetzlich, wollen dem Gesetz folgen und wollen das jüdische Erbe bewahren. Okay, and of course the Gentiles, they have a background in paganism. They lean towards what we call
libertinism, just living free, the Greek thinking, Greek philosophy, and of course they love to eat their bloody meat with bacon. Und die Heiden haben jetzt, haben heidnischen Göttern gefolgt. Wir haben eine Tendenz dazu, einfach zu liberalistisch zu sein und haben viel griechische Philosophie und ihr Schinken. Okay, so again, this is like oil and water; they don't mix too well. Ja, das ist Öl und Wasser, das mischt sich nicht so schön. All right. At the end of Romans, there's lots of greetings to various different people Am Ende des Briefes kommen ganz viele Grüße an unterschiedliche Leute and their households. und ihre Haushalte. What scholars believe is actually all these different people are house church leaders. Und manche glauben, dass diese ganzen Namen irgendwelche Hausgruppenleiter sind. Okay, and these house churches are probably divided along these particular racial lines. Und die ganzen Hausgemeinden sind wahrscheinlich an sich dementsprechend aufgespalten. And there appears to be disagreements among these house churches. Und es scheint, als ob es Unstimmigkeiten unter diesen Gruppen gibt. Again, probably along these lines. Wahrscheinlich wegen diesen Problemen. Okay, and we get back again to what we had in Galatians is, how is one saved? Where does the law fit into all of this? What's the role of the Jews? What's the role of the Gentiles, etc. Und die Themen, die behandelt werden, sind wieder, ja, wie ist denn das mit den Juden und den Heiden? Und wie ist das alles? Und Alright, so there's this unity again in this concept of righteousness. Und wir haben wieder im Punkt der Gerechtigkeit eine Nicht-Einheit. Okay, and culturally how each group viewed being right with God was a bit different. Und jede Gruppe hat das ein bisschen anders betrachtet, mit Gott, vor Gott gerecht zu sein. For a Jew, righteousness means to be in right relationship with God. Und für einen Juden heißt gerecht zu sein, in der richtigen Beziehung mit Gott zu sein. And that's to obey God's law. Und das ist Gottes Gesetz nachzufolgen. Gentiles in Greek philosophy, righteousness is more a debate of morality and action. Also für die Heiden ist es dann eher eine Debatte von Moralität und Aktion. So basically righteousness means how you acting morally or ethically to their various standards. Also quasi die Frage, verhältst du dich moralisch richtig? Okay. Again, you can see all these people that he's saying hi to in chapter 16. Und man sieht hier die Menschen, die er alle grüßt, hier in Kapitel 16. Okay, Phoebe, again from that other point across from Corinth. Phoebe aus Korinth. You have these two female apostles that are mentioned. Die Apostel, die da sind. Again, female apostles. Weibliche Apostel. So don't tell me Paul just wants women to only sit quietly in church. Also sagt mir nicht, Paulus möchte, dass Frauen nur in der Gemeinde sitzen. Context. Kontext. These would have been more educated women probably that understood the teachings. Das waren wahrscheinlich gebildete Frauen, die die Lehren schon verstanden haben. Just some interesting things. The family of Asterbulus. Verse 10. Und dann Vers 10, die Familie Asterbulus. Possibly this could be the grandson of Herod the Great. Und vielleicht ist das sogar der Enkel von Herodes dem Großen. Then we have the family of Narcissus. Die Familie von Narzissus. And he is possibly the secretary to the emperor. Der möglicherweise der Sekretär des Kaisers ist. And using the word households could refer to big, influential households that would have family members and slaves and servants, etc. Der Begriff Haushalt könnte ganz leicht Sklaven und viel mehr Menschen einbeziehen. And also maybe could refer to the church. Und könnte auch gleich die Kirche meinen. Some other interesting things, you have Rufus, the son of Simon of Cyrene.
So hat man da Rufus, den Sohn von Simon von Pieratt. All right. And so we have seven possible house churches. Also wahrscheinlich 7 Hausgemeinden. So thus he says to the saints in Rome, not to necessarily the church. Man sagt an die Haushälfte, nicht die Gemeinden. All right. So we'll do that right now. Okay. This particular letter is called a diatribe. Diese Art von Brief ist ein Diatribe. And he's using a particular argument style. Argumentiert auf eine bestimmte Art. And it is logical, but it's a little hard to follow along. Und es ist logisch, aber nicht ganz einfach nachzufolgen. When you make this argument, Wenn du ein Argument machst, typically when a philosopher would use this rhetoric style, and when he would be arguing it, he would have an imaginary critic or debate opponent. wenn ein Philosoph so argumentiert, dann erzählt er und er hat dann quasi stellt sich vor, einen Gegner zu haben, mit dem man hin und her diskutiert. Okay, so if you see this in person, he would argue a point. Also wenn man das sich persönlich vorstellt, dann macht er einen Punkt. Now he would say, okay, but now you pretend there's a critic here, or you would say, now you might be asking the question of this or criticize this point because of whatever. Und er sagt dann, ja, aber jetzt denkt ihr vielleicht das und das, aber was so und so wie im Grund. And then he would argue against the counterpoint. Und dann geht er gegen den Gegenpunkt ab. And then the imaginary critic, he would use the imaginary critic to make a counterpoint again. Und der vorgestellte Gegner macht wieder einen Gegenpunkt. And back and forth they would go. Und so geht es immer weiter. So just imagine a debate, but the second guy is invisible. Stellt euch also einfach eine Debatte vor, nur dass der zweite Typ nicht sichtbar ist. Okay, so that's the style of writing that he's writing in. Und diese Art von ist so in diesem Spiel schreibt er. So when you read Romans, yeah? Und ihr habt Römer gelesen? Okay, did it seem like sometimes he would automatically like contradict himself? Wirkte es, als ob er sich widerspricht gleich kurz nach was? A bit? Okay, that's why, because Das ist der Grund. he's not contradicting himself. Er widerspricht sich nicht selbst. He's just making the argument maybe somebody would make to contradict him. Er macht nur die Aussage, die jemand anders bringen könnte, um ihm zu widersprechen. Okay, so it's a little complicated when it's being written down and not in person. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, wenn es niedergeschrieben ist und nicht persönlich da. And now to complicate things further, Und jetzt um es noch weiter zu komplizieren, in the case of Romans, im Fall der Römer, he's not arguing one critic, geht er nicht nur mit einem Kritiker um, he's arguing two critics. er hat dann 2 Kritiker. Okay? And he's got a Jewish critic, Er hat einen jüdischen Kritiker and he's got a Gentile critic. und einen heidnischen Kritiker. And the Jewish critic is arguing, no, you have to follow the law. Und der jüdische Kritiker sagt, nein, du musst doch dem Gesetz folgen. And the Gentile critic is like, no, you're free. Und der heidnische sagt, nein, du bist frei. And the Gentile critic's going, the law is useless, the Jewish law is useless. Und die Heidnen sagen, ja, das Gesetz ist doch nutzlos. And so each of these critics probably represent the Jewish church and the Gentile church. Und so steht wahrscheinlich der eine Kritiker für die heidnische und einer für die jüdische Kirche. And so they're arguing with Paul and they're arguing with each other. Also diskutieren sie mit Paul untereinander. And Paul was kind enough to put it in a 2D letter for us, all mixed together with nice long run-on sentences. Und der Paulus war so lieb und hat das alles für uns in einen netten Brief geschrieben, 2D, mit ganz vielen nie endenden Sätzen. Thanks, Paul. Danke, Paulus. Okay? So when we go through Romans, we gotta look specifically if he's arguing the Jewish critic, Also wenn wir uns das ansehen, müssen wir uns genau überlegen, argumentiert er jetzt als jüdischer Kritiker? who's screaming you need to be a biological son of Abraham, you need to follow the law, you need to be circumcised, and there's no bacon allowed. Sagt er entweder,
argumentiert er nur für das Jüdische. And he's arguing the Gentile critic who says, do whatever you want and enjoy that bacon. Und er sagt dir, mach was du willst und ist damit auf der Seite vom Heidnischen. And then sometimes he's arguing to both of them at the same time. Und manchmal geht er beide gleichzeitig an. Okay, so we'll try to sort that out a bit. Also schauen wir uns das an. All right. You with me? Ihr seid noch da? Romans. That's the complex. That one is also. Quick. Oh, they need to find something. Maybe I could be on the highest thing list. Yeah. All right. But Paul starts his letter off with a thesis statement, so to speak. Paulus fängt seinen Brief mit einer These an. Has anybody ever had to write a research paper before? Musste jemand schon mal einen Artikel schreiben über eine... What needs to be in the first paragraph? Was muss am Anfang stehen? Your thesis, the point that you're trying to prove, right? Was du beweisen willst, oder? Okay? Verse 16 Also Vers 16. and 17. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed, from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, den Juden zuerst, aber auch allen anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch den Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat er ein gerechtes Leben. Okay, so again, Jews, righteousness is by obeying the law. Also wieder, Juden sagen gerecht ist, wer dem Gesetz folgt. Gentiles, it's by, kind of similar but different, but acting morally by whatever ethic standard they've created. Und die Heiden sagen was Ähnliches, aber eben, wenn du nach ethischen Maßstäben richtest. Paul's argument, Und der Punkt von Paulus, the righteous shall live by faith. der Gerechte lebt durch den Glauben. Okay? So you have two arguing groups that you've got to sort out. Du hast also zwei Gruppen, die du zusammenbringen möchtest. Paul's strategy here is, well, to get them to shut up, I'll have to humble both of them. Und der Paulus sagt, ja, um dafür zu sorgen, dass beide die Schnauze halten, muss ich halt beide ordentlich mal erst ans Bein pinkeln. If I can even the playing field and humble both of them, then maybe I can get my point across. Wenn ich beide demütigen kann, dann kann ich meinen Punkt endlich rüberbringen. Also wenn ich beide zu einem Punkt bringe, wo sie demütig sind. Right? So he starts off with his Gentile critic. Und er fängt an mit den Heidenkritik auch. Starting in 18. 18. Um, Vers 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, whom for their unrighteousness suppresses the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world and things that have been made. So they are without excuse, for although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. But they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore God gave them up to their lust of their heart and impurity and dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever.
Let me see. Jumping down to 29. They were filled with all manner of unrighteousness,